die bestmöglichen Computerlautsprecher auswählen bzw. den Sound für deinen Computer deutlich verbessern. Ja, hallo Leute, super, dass ihr eingeschaltet habt. Ich schaue mir heute mal an ein Soundsystem und erzähle euch ein bisschen allgemein über Lautsprechersysteme. Ich habe in der Vergangenheit schon viele Lautsprecher auch für Computer benutzt und getestet. Also früher hatte ich immer so Logitech-Systeme. Und irgendwann habe ich dann mal bei einem Kumpel in Amerika Bose-Lautsprecher gehört und war da echt begeistert. Und dann habe ich mir auch so ein kleines Set Bose-Lautsprecher geholt. Und heute möchte ich aber mal so das ziemlich größte Set, was Bose hier hat, testen. Und zwar die Companion 50. Die könnt ihr nämlich ganz prima verwenden, um den Klang von eurem Computer bzw. Notebook deutlich aufzuwerten. Die machen sich echt prima für Filme, Gaming und so weiter. Und wie gesagt, ich hatte vorher auch schon ein Bose-System, aber das kleinere Companion 20 System, das habe ich mir mal geholt, als ich im Ausland studiert habe. Und das ist natürlich total praktisch. Ist natürlich klar, wenn ihr im Ausland studiert, dann könnt ihr so ein fettes Set nicht im Koffer mit zurücktransportieren. Deswegen hatte ich mir damals die kleineren geholt und habe die dann immer im Studentenheim quasi mit meinem Notebook benutzt. Aber die haben sich hier so ein bisschen abgenutzt. Und da ist hier wie so ein kleiner Kabelbruch entstanden. Also die funktionieren immer noch, aber sind halt alt. Und mir ist dabei besonders aufgefallen, dass zwar diese kleinen Lautsprecher auch schon einen super Klang erzeugen, aber ich fand immer, wenn ich die irgendwo mal mit hatte auf Reisen oder beim Studium, dann haben die normalerweise immer so an der Wand gestanden. Die sind ja auch vom gleichen Prinzip her. Also sowohl die Companion 20 sowie 50 haben hier so einen Control-Pod. Und ich habe die immer an der Wand stehen gehabt und da war das wirklich so, dass ich aus Erfahrung weiß, dass die besser klingen, wenn euer Schreibtisch an der Wand steht. Bei mir ist es aber nun mal so, dass wo ich jetzt gerade wohne, der Schreibtisch halt gerade eben nicht an der Wand steht, sondern der freistehend ist. Und ja, natürlich hören sich auch die kleinen Companion 20 immer noch gut an. Also ist auf jeden Fall viel, viel besser als so, sage ich jetzt mal, Einsteiger-Lautsprecher irgendwo aus einem Elektronikmarkt. Also Bose, wie gesagt, bin ich total begeistert von, aber ich kann mich halt noch erinnern, während des Studiums, wenn die an der Wand gestanden haben, haben die einen deutlich, deutlich besseren Klang gemacht, als wenn sie hier einfach so frei auf dem Tisch stehen. Und ich habe immer so das Gefühl, der Bass wandert so ein bisschen hinten raus und verschwindet dann hier bei mir im Zimmer, weil mein Zimmer auch relativ groß ist. Und deswegen ist mein erster Erfahrungstipp auf jeden Fall dieses Bose Companion 50, dieses größere System, kann sich hier auf jeden Fall für Leute lohnen, die A, einen größeren Raum haben und B, zum Beispiel einen freistehenden Schreibtisch. Das will ich mir heute mal anhören. Und hier schaut gerade den Einführungsteil. In Teil 2 packe ich die Bose Companion 50 hier mal aus. Zeige euch, was da so im Karton drin ist. Ein paar Aufnahmen von den ganzen Zubehörteilen. Und dann würde ich sagen, in Teil 2b zeige ich euch dann mal, wie man das anschließt. Hinten die Anschlüsse und baue das ganze System mal auf. Und in Teil 3 mache ich dann mal ein paar Hörproben und teile da mit euch meinen Eindruck. Und dann mache ich noch ganz kurz ein Fazit, wie viel besser denn dieses große System ist im Vergleich zu dem kleineren, hatte ich euch ja gerade gezeigt. Dann freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Unboxing. Los geht's! Und Leute, ich will es auch gar nicht so weit ausdehnen. Ich packe das einfach mal ganz schnell aus, dass ihr mal so ein bisschen den Eindruck bekommt. Und dann springen wir jetzt zu den anderen Teilen. Wie gesagt, alles sehr, sehr gut verpackt. Hier haben wir Audiokabel, Stromkabel. Und wenn ich das hier mal abnehme, hier unten quasi dieses Subwoofer-Modul. Also auch sehr gut und sicher alles verpackt. Und hier dann in diesem Extrateil die kleinen Satellitenlautsprecher. Also wie man ganz klar sehen kann, hier alles super verpackt und eigentlich auch ganz leicht. Einmal auf der einen Seite dieses Subwoofer-Modul mit den Kabeln und hier dann diese kleinen Satellitenlautsprecher. Also müsst ihr jetzt eigentlich nur alles ankabeln. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal im nächsten Schritt. So Leute, sehr gut. Ich habe jetzt mal die Lautsprecher hier schon auf den Tisch gestellt und ich mache jetzt mal den direkten Vergleich quasi zwischen dem alten System und dem neuen System. Und da bin ich schon mal ganz gespannt, wie sich das hier gleich anhört. Soweit erstmal ganz gut aufgebaut. Hinten machen wir jetzt noch schnell die Kabel ran, sollte auch kein Problem sein. Also wie gesagt, Strom habe ich schon angemacht. Oben könnt ihr den Bass noch so ein bisschen nachregulieren. Audio-Dings ist auch kein Problem. Und ja, der Control-Port hat jetzt hier so ein bisschen anderen Anschluss als bei meinen alten. Ihr seht hier, finde ich, ist auch ganz interessant. Die Stecker sind so ein bisschen anders. Also so eine Art Vierfach-Pin hier. Nicht so wie beim alten. Wie gesagt, wenn ich das oben mal beim Companion 20 daneben halte, sieht es auf jeden Fall ganz, ganz anders aus.
bin ich mal gleich gespannt, wie sich das hier anhört. So muss ich mal ein bisschen scharf stellen. Die Sonne kommt jetzt auch raus. Wirklich tolles Wetter heute. Also ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Probehören. Ja, und das Erste, was mir sofort auffällt, wenn ich jetzt hier mal Strom drauf gebe, ich schalte mal hier unten den Schalter kurz um, dann machen die auch so einen Piepton. Also das ist bei den alten Companion 20 nicht gewesen. Wenn ich da die Netzstecker hier unten anmache, ich habe da so einen Netzsteckerschalter, dann hat man bei den alten Companion 20 nichts gehört. Und bei den Companion 50 ist wie so eine Art Anschaltton, obwohl ihr seht, die sind trotzdem noch aus. Und dann mache ich die mal an hier. Und ja, das ist mir auch aufgefallen. Die Companion 20 sind lautlos, aber bei den Companion 50, ich hoffe, ich kann das mal so ein bisschen vorführen jetzt. Also im Moment sind die ganz leise, weil halt hier dieser Control-Pod aus ist. Aber in dem Moment, wo ich hier drauf drücke, ist auf jeden Fall bei den Companion 50 wirklich so ein leichtes Rauschen zu hören. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen darzustellen, indem ich einfach mal hier auf den Control-Pod drauf drücke. Also ich mache es jetzt mal an. Und dann mache ich es jetzt mal wieder aus. Und jetzt ist es wirklich aus und ich kann es noch einmal anmachen. Und wieder aus. Und ja, auf jeden Fall ist da so ein gewisses Rauschen da und das finde ich echt ein bisschen schade, weil die alten, die kleineren Companions 20 sind komplett lautlos. Und nein, es liegt nicht an meinem Computer. Also wie ihr hier hoffentlich gut sehen könnt, habe ich auch extra jetzt nichts weiter angeschlossen. Also es ist wirklich so, dass das Rauschen irgendwie hier von dem Gerät selber, von der Elektronik kommt. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal nochmal den genau gleichen Test mit den alten Companion 20. Wie gesagt, Control-Pod ist wieder aus und ich mache jetzt mal das Mikrofon da wieder daran. Und wie ihr hoffentlich merken müsstet, man hört da wirklich überhaupt gar nichts. Ist da halt noch aus, aber ich mache es jetzt mal an. Und da ist eigentlich überhaupt kein Rauschen zu hören. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das mit diesem Lavalier-Mikrofon hier hört, aber es ist auf jeden Fall so, dass mir das jetzt schon mal so ein bisschen negativ aufgefallen ist. Denn ich sag mal, das ist ja ein teures Soundsystem. Warum ist es bei den alten absolut rauschlos? Und warum hört man hier so ein leichtes Rauschen, selbst wenn überhaupt nichts angeschlossen ist, bei diesem teureren, größeren Modell? Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich würde einfach mal sagen, ich mache jetzt mal den Computer an und höre mir mal ein bisschen Musikprobe und dann bin ich gleich nochmal da mit so einem ersten Eindruck und dann Fazit. So Leute, ich bin jetzt mal hier zum Soundtest Teil 3 gesprungen und wie gesagt, Musik kann ich euch jetzt eigentlich nicht vorspielen, weil dann kriege ich hier wieder einen Copyright-Strike. Aber ich habe mal jede Menge Musik mir angehört auf beiden Lautsprechersystemen und dabei ist mir aufgefallen, dass die sich doch sehr, sehr unterschiedlich anhören. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dieses Companion 20 versus Companion 50, wenn ich hier mal ein bisschen reinzoome, also ihr seht ja, ihr könnt ja da oben den Bass auch nachregeln. Ich finde, es hört sich am besten an, wenn man dieses Modul auf der Mittelstellung lässt. Natürlich könnt ihr es ja auch hier ein bisschen höher drehen, aber dann, ja gut, verändert es den Klang schon ganz schön und kann dann auch ganz schön wummern. Weiß ich jetzt nicht. Zu viel Bass nach meinem Empfinden hört sich auch nicht so mega gut an. Und um jetzt am besten mal meinen Eindruck zu beschreiben, ist natürlich ganz klar, die Companion 20 haben einfach weniger Bass. Ja, da ist halt kein Subwoofer-Modul dabei. Und die Companion 50 haben halt aufgrund halt, wie gesagt, Subwoofer-Modul einen krasseren Bass-Sound, aber ich würde jetzt mal sagen, ich habe auch ein bisschen gelesen online, einige Leute haben dieses Rauschen, sage ich mal, so ein bisschen bemängelt, was die 50 haben, das hatten die 20 ja nicht. Ich finde, es fällt jetzt nicht so megamäßig auf. Manch einer mag sich dran stören, aber ich denke mal, viele Leute sind da nicht so, also ich denke mal, es gibt eine große Anzahl von Leuten, die auch mit dem 50er-System, trotz dass es so ein bisschen rauscht, wenn jetzt gerade keine Musik abspielt, völlig zufrieden sind. Was auch anders ist, ist, dass die irgendwie, ich sag jetzt mal, ja, wie so eine Art weiteres Stereofeld haben, so kommt mir das vor. Also bei den Companion 20, bei den alten, da ist nicht so, ein gutes Wort zu beschreiben, nicht so eine krasse Räumlichkeit, würde ich sagen. Bei den 50ern kommt es mir so vor, also ich muss immer an meine alten Yamaha Studiomonitore denken. Und normalerweise, wenn man einen Song schreibt und den abmischt, macht man den auf so Referenz-Studiomonitoren.
Und dann gibt es natürlich auch den Tonspuren, allerlei Plugins, die man drauf machen kann, wenn man jetzt irgendeine Stimme hat oder ein Instrument und dann mischt man normalerweise ab. Okay, das Schlagzeug soll ein bisschen weiter hinten sein, die Stimme vielleicht ein bisschen weiter vorne. Und man kann halt in der Software schon relativ viel machen. Und mir kommt jetzt so vor, als ob das Signal, was ja derjenige, der den Song schreibt und abmischt, als ob die neuen, die 50er, als ob da mehr Effekt drauf ist, sage ich mal so. Also so, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ich weiß nicht, ob ihr das aus dem Matheunterricht noch kennt, stellt euch einfach vor, so eine Art Vektorraum und die Lautsprecher nehmen dieses Signal, packen das nochmal in so einen Vektorraum und alles hört sich irgendwie nochmal so ein bisschen dynamischer, räumlicher an. Das ist natürlich eine Geschmackssache. Der eine mag das, wenn es so ein bisschen mehr sich anhört, als ob da, ich denke mal, die haben hier bestimmt irgendwo so einen Effektprozessor drin, der den Klang doch so ein bisschen mehr, ja, räumlich macht. Und das ist bei den alten Companion 20 auch weniger. Also ich fasse es jetzt nochmal im Fazit für euch zusammen. Sehr gut, dann habe ich beide Soundsysteme für euch mal getestet. Das Bose Companion 20 versus das Bose Companion 50. Die PC-Lautsprecher funktionieren eigentlich beide sehr gut. Wie gesagt, das 20er finde ich ist mehr so von den Tönen her so mehr in der Mitte angesiedelt. Und ich hatte euch ja eingangs auch gesagt, wenn euer Schreibtisch zum Beispiel an der Wand steht, dann denke ich mal, hat das Companion 20 auch schon einen ganz guten, ordentlichen Bass. Aber ist natürlich ganz klar, das Companion 50 hat nochmal deutlich mehr Wumms, einfach aufgrund wegen dem fetten Subwoofer hier. Aber es klingt auch ganz anders. Und ich vermute mal, dass jetzt hier mehr so ein veränderter Effektprozessor oder irgend sowas drin ist, der dann euch, ja weiß ich, wie man das nennt, psychoakustisch oder so ein weiteres Stereofeld erzeugt. Also hier hört sich der Sound auf jeden Fall mehr, also im Englischen sagt man processed an. Also da ist einfach, kommt mir vor, krasserer Effekt drauf. Und das ist bei den Companion 20 noch nicht so stark. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, die habe ich ja hier, glaube ich, 2012 gekauft, die Companion 20. Also die sind jetzt auch schon ein bisschen älter, daher hatten die auch so einen kleinen Wackelkontakt in dem einen Kabel. Funktioniert aber noch ganz gut. Kann natürlich sein, dass sie auch bei den Companion 20 jetzt vielleicht den Effektprozessor geupgradet haben. Weiß ich nicht, ob die sich jetzt immer noch so anhören wie, also wenn ihr die jetzt neu kaufen würdet, die Companion 20. Ich habe jetzt halt nur die alten da, aber auf jeden Fall kann man bei den Systemen schon ganz gut arbeiten. Für einige Leute, die mögen vielleicht dieses Rauschen nicht, wenn gerade keine Musik abgespielt wird, kann man das doch ein bisschen hören. Das ist bei den alten auf jeden Fall überhaupt nicht der Fall gewesen. Aber ich denke mal, für viele Leute macht es vielleicht auch gar nicht so krass was aus. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mich mal noch wissen, ob ihr irgendwelche Fragen habt in den Kommentaren oder ob ihr noch irgendein anderes Soundsystem eurer Wahl sehen wollt. Wie gesagt, früher hatte ich mal so Yamaha Studiomonitore und die waren einfach nur unpraktisch, weil die so mega groß waren. Natürlich haben die sich am besten angehört, aber die verbrauchen auch einen Haufen Strom. Deswegen so Lautsprecher, die extra für den Computer sind, finde ich eigentlich da noch besser als so die klassischen großen Studiomonitore. Zumindest jetzt hier an meinem Arbeitsplatz. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Ich blende euch mal auf meine Kanalseite ein. Hier könnt ihr in verschiedenen Playlisten sortiert unterschiedliche Sachen finden. Ja, Audiogeräte, Videogeräte oder auch meine Computeraufrüst-Tutorials für meinen Videoschnittrechner. Ganz spannende Sachen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Viele Leute haben meinen Kanal schon abonniert. Das kannst du jetzt auch machen. Ich sehe dich im nächsten Video. Ciao.